Alle Frauen auf der Welt sind Töchter. Und ich bin auch eine Tochter. Die Tochter eines Försters. Und ich erzähle euch jetzt meine Geschichte. Wie sie das alles bewältigt hat, ist mir heute noch ein Rätsel. Vollpension. Und das alles auf einem vorsintflutlichen Herd. Die Sommergäste, Menschen aus der Stadt, denen unser Leben fremd war. Morgens gab es ein opulentes Frühstück mit Wurst, mit hausgemachter Wurst, frisch aus der Räucherkammer und Eiern von unseren Hühnern. Natürlich war der Tisch mit gestärkter Tischdecke, dem guten Porzellan, Silberbestecken und Stoffserviette gedeckt. Das Mittagessen bestand immer aus einer Vorspeise, Hauptgericht und Dessert. Ich liebte besonders das rosafarbene Buttermilchdessert, leicht säuerlich, mit Gelatine und Himbeeren. Nachmittags gab es Waffeln oder Kuchen und abends Omelette oder sowas in der Art. Die Gäste waren begeistert. Sie gingen schwimmen, wanderten durch die Wälder oder lagen im Garten in den Liegestühlen. Abends saßen wir mit ihnen zusammen unter der überdachten Terrasse vom Haus. Einmal war sogar der Polizeipräsident einer deutschen großen Stadt bei uns zu Gast. Der hatte sich so betrunken, dass er im Garten umgefallen war. Und Mutti schickte mich nach draußen, um nach seiner Brille zu suchen. Da mein Vater ein staatliches Revier verwaltete, kamen regelmäßig Bundestagsabgeordnete zum Bockabschuss. Papa lästerte jedes Mal über diese Sonntagsjäger, die keinerlei Ahnung von der Jagd hatten. Oft trafen sie nicht richtig und Papa musste mit Dolly, die als Schweißhund ausgebildet war, auf allen Vieren durchs Dickicht kriechen, nach dem angeschossenen Wild suchen, um ihm den Gnadenschuss zu geben. Papa war dann außer sich und tobte. Wehren gegen diese Sonntagsjäger konnte er sich leider nicht. Papa war ein sehr umsichtiger Forstbeamter. Er führte genau Buch, welche Tiere erlegt werden mussten und welche nicht. Bäume wurden gepflanzt und andere gefällt. Wenn ich darüber nachdenke, welches Rezept von meiner Mutter mein Lieblingsessen war, so kann ich mich nicht festlegen. Es schmeckte alles so lecker. Es war egal, ob es Zunge mit frischem Meerrettich war. Selbst die einfachsten Gerichte wie Nudelauflauf waren köstlich. Besonders aber bleibt mir in Erinnerung ihr gespickter Rehrücken. Sie trennte mit einem scharfen Messer zuerst das Wildbret von seinen Knochen. Aus dem Knochen wurde später die Soße gekocht. Dann spickte sie das zarte Fleisch mit feinen Speckstreifen. Anschließend wurde der Rehrücken in einer Marinade von einem kräftigen Rotwein, Wacholderbeeren, Lorbeerblättern und Nelken über Nacht an einen kühlen Platz gestellt. Besonders witzig war immer, dass meine antialkoholische Mutter jedes Mal, wenn sie das machte, einen Schluck aus der Flasche nahm und sagte, der Koch muss auch belohnt werden. Zu dem Braten gab es gedünstete Birnen und Kartoffelpüree. Mutti verzierte das Püree immer mit einem Messer. Das Muster sah dann aus wie eine Treppe. Und darüber kamen geröstete Zwiebeln. Hallo ihr Lieben! Ich hoffe, euch gefällt mein Kanal. Also bitte fleißig abonnieren und auch die Glocke nicht vergessen. Ich verspreche euch, es wird noch sehr spannend.